Ja, Fibromyalgie ist ja weit mehr als Schmerzen und Erschöpfung, das wisst ihr selbst nur zu gut. Und hier kommen heute 6 Symptome, die viele nicht kennen, auch Ärzte oft nicht, die aber helfen können, die Krankheit besser zu verstehen. Und das erste Symptom haben selbst Betroffene oft nicht auf dem Schirm, nämlich brennende Haut. Ja, was denkst du, wie viele Ärzte wissen eigentlich, dass dieses Gefühl der brennenden Haut zur Fibromyalgie gehört? Ich war, glaube ich, Anfang 30, als das bei mir damit losging. Das fing an im Schulter-Nackenbereich und ich dachte nur, was ist das jetzt? Fühlte sich für mich an wie 1000 Stecknadeln. Andere vergleichen das auch mit einem Sonnenbrand, mit Feuer und eine Betroffene hat sogar mal gesagt, das ist wie Glassplitter unter der Haut. Und es kann sich auch an anderen Stellen zeigen, nicht nur im Schulter-Nackenbereich. Und vielleicht kennst du das ja auch oder vielleicht fühlt sich das bei dir auch ganz anders an. Ja, in der ersten Zeit kam und ging dieses Brennen bei mir. Es kam einfach so aus dem Nichts. Ich fand einfach keine Erklärung dafür. Ich dachte so, ist das jetzt Verspannung? Das Alter? Bin ja ein bisschen älter geworden, obwohl da war ich ja Anfang 30. Lag es am Wetter oder an irgendwelchen Dingen, die ich gegessen habe, eingenommen habe oder so? Und heute könnte ich mir vorstellen, dass es was mit dem Nervensystem und dem Immunsystem zu tun hat. Vor allem, wenn man auf die neuesten Studien schaut aus London, aus Stockholm und Würzburg. Darauf gehe ich später noch mal kurz ein und möchte da ein bisschen von erzählen. Mir hat bei diesen Brennschmerzen immer mein Nackenmassagegerät geholfen, aber andere erzählen auch, sie wickeln Eis in ein Tuch oder sie kommen einfach besser klar, wenn sie lockere Kleidung anziehen, wenn das alles nicht so eng ist, am besten Baumwolle. Und da ist natürlich meine Frage, wie ist das bei dir? Findest du da Lösungen, die dir helfen? Und es wäre natürlich super, wenn wir über die Kommentare da uns gegenseitig unterstützen können. Da profitieren wir ja alle von. Schreib also unbedingt rein, wenn du da Tipps hast. Ja, jetzt kommen wir zu etwas ganz anderem, aber es gehört genauso zur Fibromyalgie. Und vielen ist das gar nicht klar, weil sich dieses Symptom oft langsam einschleicht und trotzdem betrifft es viele von uns, nämlich die starke Empfindlichkeit gegenüber Geräuschen, Licht, Gerüchen und auch Berührungen. Ja, diese Empfindlichkeiten sind kein Zufall und auf keinen Fall Einbildung. Also viele mit Fibromyalgie erleben genau das. Und diese Reizempfindlichkeit, die war bei mir früher auch ganz extrem. Ich konnte manchmal nicht einmal mit meiner Familie am Tisch essen, weil mich das Klappern von Besteck oder ein heruntergefallener Löffel völlig überfordert hat und sowas von gestresst hat. Das war nicht einfach nur unangenehm, das hat sich irgendwie angefühlt wie Schmerz. Also ich konnte das nicht aushalten. Und beim Licht war es vor allem ja so rötliches oder blaues Licht, das ich einfach kaum ertragen konnte. Und wer das kennt, der wird mich verstehen. Schrecklich. Ich habe mich teilweise gefühlt, als würde mir das Licht in die Nerven schneiden. Ja, und auch Gerüche waren und sind auch immer noch ein Thema bei mir. Ich erinnere mich da an eine Zeit, in der ich morgens kaum in die Küche konnte, wenn dort eine Zeitung lag. Und das ist ja echt total verrückt. Heute denke ich, das ist der Wahnsinn. Aber der Geruch, der war für mich so intensiv, dass ich ihn kaum ertragen habe. Also das war ganz, ganz ekelig, ganz schrecklich, ein ganz furchtbarer Geruch. Heute ist das viel besser, aber ich reagiere immer noch teilweise empfindlich, vor allem auf bestimmte Reiniger und auch auf parfümierte Menschen. Ja, und bei Berührung, da gab es Stellen an meinem Körper, die konnte ich nicht mal selbst leicht berühren, ohne dass es weh tat. Also selbst ein leichtes Drüberstreichen habe ich so am unteren Bein so eine Stelle gehabt. Leichtes Drüberstreichen hat schon Schmerzen gemacht. Das ist inzwischen nicht mehr so ausgeprägt, aber ganz weg ist das noch nicht und vielleicht wird es ja noch besser. Ja, viele merken gar nicht, dass diese Empfindlichkeiten mit Fibromyalgie zusammenhängen. Und für mich war das ein Aha-Moment, als ich das verstanden habe, als ich begriffen habe, das gehört alles dazu. Und in meiner Community erzählen einige, dass ihnen Ohrstöpsel helfen manchmal, wenn sie unterwegs sind oder so, oder getönte Brillen oder eben auch gezielte Pausen. Und auch hier an dieser Stelle, vielleicht hast du da Tipps. Was machst du, um das besser zu ertragen? Schreib in die Kommentare, lass das für die anderen da und vielleicht findest du auch Dinge, die dir helfen. Wir lernen hier ja letztendlich alle voneinander. Ja, der nächste Punkt, der dritte Punkt, das sind Temperaturregulationsstörungen. Dir ist kalt, obwohl es warm ist, oder du schwitzt einfach so ohne Grund und manchmal passiert sogar beides gleichzeitig. Das klingt zwar verrückt, aber genau das erleben
viele mit Fibromyalgie und zwar Tag für Tag. Bei mir war das viele Jahre so, dass ich extrem gefroren habe. Zum Beispiel, während andere draußen nur eine leichte Jacke angezogen haben, im Frühjahr zum Beispiel, da brauchte ich immer noch meine dicke Winterjacke, nur um bei einer Veranstaltung überhaupt draußen bleiben zu können, um das irgendwie auszuhalten. Und dieses Frieren, das war so intensiv, dass ich manchmal richtig gezittert habe. Und ich konnte das nicht kontrollieren, so heftig war das. Inzwischen hat sich das verändert. Heute schwitze ich deutlich mehr, besonders am Oberkörper. Und gleichzeitig habe ich aber auch manchmal noch kalte Füße. Also schwitzen und frieren gleichzeitig. Vielleicht spielen da bei mir auch die Wechseljahre eine Rolle, das weiß ich natürlich nicht. Damals hatte ich das sogenannte Raynaud-Syndrom. Und bei mir vor allem an den Füßen. Die Zehen wurden richtig weiß, egal wie die Temperaturen waren. Und heute ist das zum Glück verschwunden. Ob nun durch das Guaifenesin, durch bestimmte Nährstoffe oder einfach mit der Zeit, das kann ich natürlich auch nicht mehr genau sagen. Und der Grund für diese Regulationsstörungen könnte auch im autonomen Nervensystem liegen. Das kann bei Fibromyalgie aus dem Gleichgewicht geraten und dann spielt die Temperaturregulation verrückt. Ich habe ein ganzes Video nur zu diesem Thema gemacht. Darin erkläre ich, was helfen kann, wenn dein Körper nicht mehr zuverlässig zwischen kalt und warm unterscheiden kann. Ein anderer Bereich, der oft nicht mit Fibromyalgie in Verbindung gebracht wird, ist der Magen-Darm. Und genau darum geht es jetzt. Dr. Sanger-Mang berichtet, dass rund 60% seiner Patienten ein Reizdarmsyndrom haben. Und ich spreche da aus eigener Erfahrung, das kann wirklich sehr belastend sein. Ich hatte meine ersten Magen-Darm-Beschwerden schon als Jugendliche mit Bauchkrämpfen, mit Durchfällen, aber ohne klare Ursache. Und später, als das schlimmer wurde, hatte ich sogar richtige Kreislaufprobleme bei den Toilettengängen. Ich wusste nicht, was mit mir ist und ich hatte irgendwann wirklich Angst, dass ich eine schlimme Krankheit habe, weil es war so heftig. Und wie konnte das sein, dass ich solche starken Beschwerden hatte und niemand fand was? Und genau das berichten viele andere auch. Sie haben einen langen Leidensweg hinter sich mit unzähligen Untersuchungen. Am Ende heißt es dann Reizdarmsyndrom. Das hört sich an wie so eine harmlose Sache, aber die Symptome, die fühlen sich alles andere als harmlos an. Spannend dazu finde ich natürlich die neue Studie der Universität Würzburg. Da wollte ich ja noch drauf zu sprechen kommen. Dort wurde Anfang 2025 gezeigt, dass bei etwa 35% der Betroffenen mit Fibromyalgie Autoantikörper vorhanden sind, die Teile des Nervensystems angreifen. Ob auch das autonome Nervensystem dabei betroffen ist, das ja unseren Darm auch steuert, das wird wohl derzeit noch erforscht, gehe ich jedenfalls von aus. Aber es könnte erklären, warum manche Symptome wie diese, die ich genannt habe, eben auftreten. Und in diesem Video gehe ich übrigens genauer auf die Studie ein, falls du das noch nicht gesehen hast. Ja, ich selbst habe in dieser Richtung im Laufe der Jahre sehr viel ausprobiert, ohne Erfolg. Und erst mit der Umstellung auf eine kohlenhydratarme Ernährung kam bei mir wirklich Besserung. Inzwischen bin ich ja in dem Bereich Low Carb bei Fibromyalgie auch ausgebildet und konnte schon vielen Betroffenen weiterhelfen. Und wenn dich das auch interessiert, dann schau in der Videobeschreibung nach und nimm einfach Kontakt mit mir auf. Wichtig ist mir heute nur, dass du weißt, Magen-Darm-Probleme können ganz klar zur Fibromyalgie gehören. Und vielleicht hast du auch damit zu tun, schreib's gern in die Kommentare. Ja, und auch mein nächster Punkt kommt häufig bei Fibromyalgie vor, nämlich urogenitale Beschwerden. Das sind zum Beispiel Blasenentzündungen ohne Entzündung, vielleicht kennst du das auch, Brennen beim Wasserlassen, aber der Arzt findet nichts. Diese Rückmeldungen habe ich schon oft von Betroffenen bekommen und die sind natürlich verzweifelt, weil ihnen niemand so richtig glaubt und weil die Beschwerden natürlich heftig sind. Und in meinen 20er Jahren, da hatte ich eine Zeit, in der ich oft Blasenentzündungen hatte, aber der Arzt fand gar nicht immer was. Ja, urogenitale Beschwerden können noch viel mehr bedeuten, nicht nur Blasenentzündung. Manche berichten auch von ständigem Harndrang, einem Brennen im Intimbereich oder Symptome, die wie eine Pilzinfektion wirken, obwohl es gar keine ist. Auch chronische Schmerzen in der Blase oder im Becken können dazugehören. Und wenn dich das näher interessiert, dann schau in dieses Video rein. Da gehe ich genauer darauf ein. Ja, jetzt bin ich gespannt, ob ihr das nächste Symptom kennt, das mich auch lange Zeit begleitet hat. Und das ist so ein Entzündungs- oder Vergiftungsgefühl im Körper. Früher fühlte sich mein ganzer Körper an, als wäre er entzündet. Auch wenn es ja heißt, dass es bei Fibromyalgie keine Entzündung gibt. Es hat sich aber bei mir genauso angefühlt. Und
Bei mir war es besonders der Rücken von den Schultern bis zum Po, ein entzündetes Gefühl. Kann man vielleicht beschreiben wie bei einer Grippe. Ja, vielleicht, das trifft es vielleicht noch am ehesten. Eine andere Betroffene hat mir mal erzählt, bei ihr fühlt es sich an, als sei der ganze Körper vergiftet. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das ja auch. Wie würdet ihr das beschreiben, wenn ihr euch darin wiederfindet? Heute habe ich das nicht mehr. Das ist fast verschwunden bis auf den Lendenwirbelbereich. Aber das hängt bei mir, glaube ich, mit was anderem zusammen. Ich bin davon überzeugt, dass es vor allem 2 Dinge waren, die da bei mir hilfreich waren. Das eine ist die Omega-3-Therapie, denn die ist entzündungshemmend, und auch meine Ernährung und vielleicht auch noch das Vitamin D. Und wenn dich das Thema Omega-3 interessiert, zum Beispiel wie du deinen eigenen Status herausfinden kannst oder worauf du bei der Auswahl achten solltest von Produkten, dann schau einfach mal in die Videobeschreibung. Da findest du Infos zu meiner persönlichen Beratung und auch zu hochwertigen Produkten, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe. Ja, ich weiß, wie wertvoll es ist, wenn man nicht nur über Symptome spricht, sondern auch echte Geschichten hört von anderen Betroffenen. Und wenn dich das interessiert, wie andere mit Fibromyalgie umgehen, mit ihren ganz eigenen Herausforderungen, dann schau dir mal dieses Interview an. Ich verlinke dir das hier. Und wenn du noch mehr echte Erfahrungen von Betroffenen sehen willst, ganz unterschiedliche Wege und Lebenssituationen, dann schau mal in meine Interview-Playlist. Ich freue mich auf dich beim nächsten Mal. Hab eine gute Zeit.